Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video, wo wir auf einen großen Streamer-YouTuber ja schon wieder reagieren. Heute aber nicht jemand, der Werbung für Flive gemacht hat, sondern jemand, der einfach nur auf Flive reagiert hat. Auch nicht freiwillig, muss man dazu sagen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie sein Stream funktioniert. Ich habe es nicht gesehen und ich habe es ehrlich gesagt noch nie in der Form gesehen. Könnt ihr mich gerne darüber aufklären. Aber irgendwie war das wohl so, man spendet Geld, allerdings für wohltätige Zwecke. Und kann dann irgendwie sein Video abspielen lassen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit, wie viel Euro sind und whatever. Keine Ahnung, wie gesagt, da könnt ihr mich gerne aufklären. Aber ja, man spendet Geld, er schaut sich dann einen Clip oder ein Video an und das Ganze ist dann, wie gesagt, für Charity. Also das ist schon mal gut, dass es nicht einfach nur so ist, Geld für Videos und das war's, sondern es ist für Charity. Das ist auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. Und ja, es ist Papa Platte, habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, der hier auf Live reagiert und zwar auf den allerersten, oder ich weiß nicht, ob es der allererste Trailer ist, aber einen der ersten Trailer von damals, die noch von der Qualität sehr hochwertig waren. Und warum ich jetzt darauf reagieren will, weil es jetzt eigentlich nicht etwas, wo jetzt inhaltlich so viel drinsteckt, dass man jetzt wirklich analysieren könnte oder wo man so viel drüber reden könnte. Aber es ist tatsächlich ein Thema, was wir vor ungefähr, also literally ein paar Tage vor diesem Clip oder eine Woche vor diesem Clip im Stream auch hatten, nämlich Flive-Trailer. Und unbewussterweise spricht er hier genau ein Problem an, was Flive tatsächlich hat. Und ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach kurz den Clip zusammen an. Geht nur knapp 2 Minuten, glaube ich. Genau, das Ganze ist wie gesagt schon etwas über eine Woche her. Und ja, jetzt geht's los. Ich weiß nicht mehr, wie viel er besser genau sagt. Ich habe es mir schon angeschaut natürlich. Aber ja, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so ultra viel zu analysieren. Wobei eine Sache direkt am Anfang auf jeden Fall, was ganz interessant ist, definitiv. Wusste ich auf jeden Fall nicht. 45 Euro, Bro, was ist das? Flive, Baby. Fly for Fun Werbung? Bro, das habe ich damals gespielt. Good game, Bro. Aber das ist das Erste, was interessanterweise sagt. Das hat er damals gespielt. Also genau wie bei Avive HD hat er auch Flive gespielt. Und das ist ja das, was ich bei Avive auch schon gesagt habe. Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Leute Flive tatsächlich gespielt haben. Daran merkt man wirklich, wie groß das Game damals war, vor allem in Deutschland. Weil es halt echt viele Leute gespielt haben. Also heutzutage spielen es natürlich nicht mehr so viele, aber ist schon crazy auf jeden Fall. Das war richtig geil back in the days. Jetzt hat er gesagt, gutes Spiel und das war richtig geil. Er widerspricht sich gleich nochmal. Also, naja gut, back in the days hat er gesagt, ja. Aber, I don't know. Ich finde, wenn man sowas lange nicht mehr gespielt hat, kann man ja eigentlich gar nicht beurteilen, ob es jetzt noch gut ist oder nicht. Aber wie gesagt, heutzutage ist es, glaube ich, Todesarsch, aber back in the days war das crazy. Damn, es kommt so schnell. Genau. Ich meine, probably, wenn man es mit heutzutage, wenn man es mit Games vergleicht, die heutzutage released werden und so, ich will nicht sagen, dass Flive jetzt unbedingt so gut ist, aber wenn man sieht, wie so viele neue Games so heftig floppen und Flive hat immer noch eine Playerbase von mehreren tausend, wahrscheinlich sogar über 10.000 Spielern, dank FEC, dank Flive Universe und so, wäre es natürlich schon cool, wenn er nicht direkt sagt, dass es Todesarsch ist, ohne es überhaupt ausprobiert zu haben. Aber wir kommen auch gleich drauf, dass er wahrscheinlich eh gar nicht so viel Flive gespielt hat. Ich weiß nicht, wer das von euch gespielt hat, aber das war crazy damals. Was, wirklich? Bruder, das ist ja so ein toter Trailer, wirklich. Was ein scheiß Trailer, Bro. Kann man nicht wirklich widersprechen, am Anfang zumindest. Er wird noch besser. Oh Startet halt etwas slow. Ich wusste nicht, wie Quests funktionieren in dem Game. Also es ist auch so ein MMO wie so WoW oder so. Und ich wusste nicht, wie man questet. Und ich habe einfach, no joke, 2 Wochen lang nur diese fliegenden Viecher mit dem einen Auge gekillt. Weil ich nicht wusste, wie man Quests macht. Weil ich glaube, die waren damals auf Englisch und ich konnte kein Englisch damals. Ja, komm, spar euch die Gang. Spar euch die Gang. Ja, das ist jetzt das, was ich gerade meinte. Er hat 2 Wochen lang nur Alberts gekillt. Und das war's anscheinend schon. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt, aber ich glaube nicht tatsächlich. Und ja, also ich meine, er hat es zwar offensichtlich gespielt, aber gut, wenn er nicht weiter als Alberts gekommen ist, und ich sag mal so, Quests waren damals eigentlich schon fast irrelevant in Flive, selbst zu Beginn waren Quests ziemlich irrelevant. Also gut, ganz früher war es natürlich leichter, wenn man die Quests gemacht hat, aber so wirklich relevant waren die eigentlich nie. Und ja, sag ich mal, da merkt man eigentlich schon, dass er die wirklich viel gespielt hat wahrscheinlich. Aber ich meine, das ist schon lustig beim Trailer. Also ich meine, der Vagrant, der dann verprügelt wird und so, ich meine, ja, der ist halt einfach ein bisschen slow, der Trailer. Leider. Oder was ist das für ein goofy-ass Trailer, Bro? Ich sag, das haben die Leute von Fliv selber geschickt.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Na, das machen sogar die nicht. Achso, der Trailer wird gar nicht zu Ende gespielt. Oh, das wusste ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja, war wie gesagt extrem kurz. Ich weiß nicht, ob er irgendwann später noch mal im Stream darüber redet dann. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil komplett ein Video nach einem Video nach einem Video. Und ich habe noch 1, 2 Minuten nachgeschaut, dann geht es ja um, also habt ihr gerade gesehen, kommt ein Spongebob-Clip und dann, ja, war das eigentlich dann schon wieder vergessen. Also wirklich nur ganz kurz Thema quasi. Ja, aber ich meine, die Takeaways sind auf jeden Fall, er hat wohl mal Live gespielt, auch wenn nur extrem kurz und unerfolgreich. I guess. Ich meine, gut, er hätte natürlich noch weiterspielen können. Er hat nur jetzt das mit den Alberts erzählt, aber es klang jetzt nicht so, als hätte der da sehr viel Zeit investiert oder so. Aber darauf wollte ich mich eigentlich gar nicht fokussieren, weil wie schon gesagt, wir hatten im Stream tatsächlich das Thema, oder ich habe es auch angesprochen, weil es keine Live-Trailer gibt. Also ich meine, das Thema war quasi so ungefähr, jedes Trash-Ass-MMO hat eigentlich einen hammergeilen Trailer, der die Leute hookt. Klar, die gucken sich den hammergeilen Trailer an, dann spielen sie das Spiel, realisieren, das Spiel ist absolut Todesarsch, wie er es gerade formuliert hat. Und dann ist es natürlich auch Kacke. Aber das Ding ist halt, alle Games starten mit einem guten Trailer. Und genau das ist etwas, was Flive halt nicht wirklich hat. Also ich meine, ich würde sagen, der Trailer, den er angeguckt hat, war eigentlich schon mit der Beste. Es gibt dann noch mit dem mit den 3 La Wolves, die dann von dem Mercenary und dem Gunner damals noch, der überhaupt nicht existiert, da sieht man, wie alt diese Trailer sind, getötet werden oder besiegt werden. Und die sind halt uralt. Und ich meine, klar, wenn man die nochmal wirklich in 4K, das war jetzt gerade so ein AI-Upscale, aber es sah jetzt nicht wirklich nach 4K aus, um ehrlich zu sein, oder sah jetzt nicht wirklich so gut aus. Wenn man die nochmal neu machen würde, wäre es sicherlich nicht schlecht, aber eigentlich bräuchte man halt wirklich einen Trailer, der so wirklich das Game auch zeigt, auch tatsächlich mit der Game-Grafik, mit der Ingame-Grafik, oder zumindest angelehnt an die Ingame-Grafik, weil ich meine, der Trailer, den wir gerade gesehen haben, der war ja offensichtlich nicht Ingame-Grafik, nicht Ingame angelehnt. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, das ist halt so ein großes Problem, weil wenn du jetzt halt jemandem sagst, hey, Live gibt's noch und so ein Pipapo und dann sagt jemand, ja, schick mal einen Trailer und dann sitzt du so, wie, du willst einen Trailer? Und genau das ist eben das Problem, was er hier, wie gesagt, sehr unbewusst angesprochen hat, weil es wurde jetzt zwar hier dieser alte Trailer reingeschickt und es gibt neuere Trailer von Flive, ja, aber die sind schlechter. Die sind schlechter als das, was wir gerade gesehen haben. Und das verstehe ich halt, wie gesagt, nicht, weil, wie schon gerade gesagt, es gibt so viele Free-to-Play-MMOs, die echt geile Trailer haben. Und dann, also du siehst den Trailer und du denkst dir, das ist Herr der Ringe, neuer Herr der Ringe-Trailer-Film oder so, Filmtrailer. Und dann guckst du dir das Game an und dann ist das Game einfach scheiße. Aber auf der anderen Seite ist, wenn du halt überhaupt keinen Trailer hast, den Leuten zeigen kannst, dann kann dein Game noch so geil sein. Jeder will ja erstmal so einen Trailer sehen. Also das allererste, was du machst, wenn du von einem Game hörst, ist, du guckst dir einen Trailer an, dann guckst dir ein bisschen Gameplay-Videos an und so. Keiner sagt einfach, hey, da gibt es so ein Spiel, das heißt Flive, und dann gibst du es ein und fängst einfach direkt an zu spielen. Also das ist schon eher ungewöhnlich. Man will erstmal was sehen. Und das fehlt einfach. Und hier wurde, wie gesagt, ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Nebenbei haben wir erfahren, dass Papa Platte mal Flive gespielt hat anscheinend. Und ja, fand ich einfach ganz interessant. Aber wie gesagt, mehr Takeaways hatte ich jetzt hier nicht entdeckt. Trotzdem cool. Danke auf jeden Fall an Antigo, habe ich ja schon gesagt, der das Ganze in meinen Discord gepostet hat. Anders hätte ich davon auch nichts mitbekommen. Hat mich auch gewundert, hat nur einer anscheinend den Stream gesehen. Oder mir auf jeden Fall nichts davon gesagt. Ihr verdammten Hater. Und ja, wie gesagt, ganz interessant. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr andere YouTuber doch kennt, die auch auf Live, die irgendwie in letzter Zeit mit Live zu tun haben, könnt ihr mir auch gerne Clips oder so davon schicken. Dann können wir da auch wieder drüber reden. Aber ich denke jetzt nicht, dass das auch so häufig passieren wird. Das ist jetzt eh crazy, dass das innerhalb von einem Monat 2-mal passiert ist. Ziemlich krass. Macht's gut, haut's rein. Schaut im Stream vorbei. Link in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.